In unserem heutigen Video zeige ich euch noch mehr bedruckte Teile, wie wir die Produktbilder dafür fotografieren oder rendern, und für alle, die bis zum Ende dran bleiben, gibt es vielleicht den ersten Einblick für unseren Webshop. Hallo und herzlich willkommen hier bei Snap. Ich bin der Stefan und in dem Video von letzter Woche habt ihr vielleicht schon unsere neuen bedruckten Tierchen entdeckt. Wir haben schon wieder Nachschub bekommen, von daher habe ich die hier direkt mal mit vor die Kamera genommen, um sie euch zu zeigen. Wir starten direkt los, würde ich mal sagen, mit dem kleinen Pinguin. Mein absoluter Favorit hier von den aktuellen Tierchen, denn ich finde, der sieht einfach sehr, sehr knuffig aus. Wir haben ihn zweifarbig bedruckt, also einen schwarzen Pinguin mit weißen Bäuchlein und einem orangenen Schnabel. Und ich finde ihn wirklich sehr, sehr knuffig. Ihr habt auch hinten eine Noppenaufnahme, dass ihr hieran noch etwas bauen könntet. Falls er zum Beispiel fliegen soll, ein paar Flügelchen oder je nachdem, was der noch gebrauchen kann, kleinen Rucksack vielleicht. Wir haben natürlich noch viele weitere Tierchen bekommen. Da geht es jetzt in den Bereich Haustiere oder Bauernhoftiere, würde ich mal fast sagen, denn Hund und Katze sind mit dabei, ein kleines Vögelchen und ein Hahn. Wir starten direkt mal rein mit dem Hahn und schauen uns den an. Natürlich haben alle Tiere an den Füßen eine Noppenaufnahme, dass wir diese auf Platten befestigen könnt oder auf Steinen. Und der Hahn hier ist zweifarbig bedruckt. Wir haben ein schwarzes Auge und einen roten Kamm und unten natürlich auch unterhalb des Schnabels die rote Bedruckung mit drauf. Ein weiteres Vögelchen haben wir ebenfalls in der Sammlung. Dieses hier ist ebenfalls zweifarbig bedruckt. Wir haben nämlich einen gelben Schnabel und ein schwarzes Auge. Das Vögelchen habe ich unbedruckt auch schon mit in den Einzelsteinen entdeckt. Ich glaube, in einem Grau- oder Blauton war das mit dabei gewesen. Da könnte man dann als Statue auch diesen Vogel mit nutzen. Als nächstes kommen wir hier zum Hund und der ist ebenfalls bedruckt und das sogar dreifarbig. Denn wenn ihr ihn ins Gesicht schaut, dann seht ihr, er hat schwarze Augen. Wir haben einen dunkelgrauen Farbton mit bedruckt und natürlich auch ein bisschen weiß mit dabei. Und ein Hundi darf natürlich hier in keiner Stadt oder bei keiner Expedition fehlen. Und zu guter Letzt haben wir unser Kätzchen. Das hat sogar 4 verschiedene Farben abbekommen, wenn ihr mal genauer schaut. Auf der Vorderseite, da haben wir nämlich zum einen die Farben, die Augen bedruckt, wir haben das Halsbändchen und natürlich hier die Front mit weißem Fell noch ein bisschen flauschiger gemacht. Ich finde die Tierchen auf jeden Fall sehr, sehr gut und finde die als Detail immer sehr, sehr schön, noch hier ein bisschen die Stadt oder die Wohnung aufzuwerten. Und ich habe euch ja versprochen, heute zeige ich euch, wie wir die Bilder von den Produkten machen. Für die Bilder unserer Webseite verwenden wir hauptsächlich Renderings. Da habe ich euch auch ein paar mitgebracht, um euch zu zeigen, wie sowas später auf der Webseite aussehen wird. Doch unsere bedruckten Teile machen uns das ein bisschen schwieriger. Von daher zeige ich euch dafür gleich eine einfache Lösung. Doch jetzt schauen wir uns erstmal unsere Platten an. Hier habe ich nämlich eine klassische 1x2 Platte mitgebracht und ihr seht schon, wie gestochen scharf diese ist, und natürlich wird die ein bisschen vergrößert, denn so groß ist natürlich keine 1x2 Platte. Diese gibt es dann natürlich auch in ganz, ganz vielen Farben. Ich habe jetzt hier 3, 4 Stück mal mitgebracht. Wir starten hier mit einem klassischen Schwarz. Weiter geht es mit der 1x2 Platte in Blau, gefolgt von einer gelben und einer sehr schön azurfarbenen Platte. Natürlich haben wir nicht nur Plates mit im Angebot, sondern auch Fliesen und Accessories. Und als nächstes kommt eine transparente Fliese und hier fällt natürlich schon auf, wie detailliert die Bilder sind. Ihr seht wirklich jede Kante und bei einer transparenten 1x1 Fliese hier das Element so gut zu sehen, das habe ich bisher so noch nicht entdeckt und bin ziemlich geflasht, wie gut die Bilder geworden sind. Auch natürlich hier farblich bei zum Beispiel einem Polizeiauto absolut kein Problem. Einmal in Blau und einmal in Rot. Aber wir haben ja nicht nur Fliesen und Platten für euch mit eingelagert, sondern auch jede Menge Accessories oder Pflanzenteile. Zum Beispiel starten wir hier mit einem Kürbis oder einem kleinen Tässchen, einen Blumenstiel zum Selbstbepflanzen oder hier haben wir so einen Frame, daraus kann man ganz gut Durchgänge bauen oder Sachen stabiler machen, ein bisschen mit Technikteilen verstärken. Auf jeden Fall ein sehr, sehr praktisches Element, gefolgt von dem Controller, die kann man auch wirklich verrückt verbauen, und einer Gießkanne. Die braucht ihr wahrscheinlich erst wieder im Frühling, außer eure Klemmbaustadt steht drinne, dann könnt ihr natürlich auch Pflanzen im Winter anbauen. Hier mein Favorit, das Quietscheentchen
komplett in Gelb und wir hatten ja eben schon das weiße Vögelchen mit den bedruckten Teilen. Dieses hier wäre unbedruckt, von daher ist ein Rendering dafür kein Problem. Und wir gehen einfach mal weiter. 3x4 Platte haben wir hier, natürlich auch Technikelemente. Hier haben wir ein Zahnrad und sieht wirklich so gestochen scharf aus. Ich spüre wirklich schon die Zacken vom Drauftreten, nur wenn ich mir das Bild anschaue. Natürlich haben wir auch Sonderteile, wie zum Beispiel hier diesen Amboss nenne ich ihn mal. Aber es hat einen Grund, warum wir bei unseren selbstbedruckten Teilen, hier zum Beispiel, dann lieber ein Foto bevorzugen. Denn das Rendering dafür müssten wir natürlich auch alles mit in den Computer packen und den Designer dafür beauftragen, dass er uns das passende Design dann dafür anfertigt. Da das Ganze relativ zeitaufwendig ist und wir natürlich möglichst schnell mit unserem Webshop starten wollen, haben wir uns für den Anfang für die Fotografie entschieden. Das heißt, wir nehmen jetzt hier die Teile und knipsen euch da ein paar Fotos von. Wie das dann aussieht, das zeige ich euch jetzt. Kommt mit! Auf zur Fotobox. Und da wären wir auch schon an unserer Fotobox. Natürlich habe ich noch ein paar Models mitgenommen. Hier schwarz-weiß gekleidet natürlich unsere Pinguine. Jetzt brauchen wir nur noch einen Freiwilligen, der gern fotografiert wird. Der Kollege hier, der wird es werden. Und hier haben wir unsere Fotobox. Wie die funktioniert, schauen wir uns jetzt einmal an. Wir öffnen sie einmal hier vorne. Legen den Deckel mal beiseite. Dann haben wir hier in der Mitte einen Drehteller und damit ich den Pinguin natürlich passend positioniere, habe ich hier die Möglichkeit, einen Laser anzuschalten und ihn punktgenau so zu platzieren, wie ich ihn gerade brauche. Wir stellen ihn jetzt einfach mal mittig hier auf dieses Kreuz und jetzt mache ich den Laser wieder weg, damit der auf dem Bild dann gleich nicht stört. Jetzt können wir auch schon den Auslöser drücken. Und das sieht ziemlich abgefahren aus. Schnappt eure Sonnenbrillen und ich drücke hier mal aufs Knöpfchen. Wir starten die Maschine. Jetzt gibt es halt verschiedene Beleuchtungsmodi und das Modell wird einmal von allen Seiten beleuchtet. Dann dreht sich das Ganze hier auch noch einmal. Und je nachdem, was wir für einen Winkel von dem Motiv oder von dem Produkt wollen, stellt man das natürlich nochmal individuell ein. Dann schauen wir doch mal, ob die Bilder von unserem Pinguin etwas geworden sind. Ich sehe schon mal einen orangenen Schnabel und orangene Füße, einen weißen Bauch und es sieht nach Pinguin aus. Sieht nicht ganz so gut aus wie die gerenderten Bilder, da sie nur fotografiert wurden, aber wie gesagt, das geht sehr, sehr viel schneller. Jetzt haben wir die Bilder im Kasten von unserem Pinguin und ich habe euch ja versprochen, ich werde euch den ersten Einblick für unseren Webshop geben. Dieser startet auch in Kürze und wenn du den Start nicht verpassen magst, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal hier. Jetzt kommen wir aber direkt zu der Produktübersicht und ich habe mir da ein paar Basic-Steine rausgesucht für euch. Starten wir hier zum Beispiel mal mit dem klassischen 1x3er Stein. Diesen haben wir in 5 Farben hier schon mal angezeigt, plus in 24 weiteren, sprich in Summe 29 unterschiedliche Farben, nur von dem klassischen Stein. Der Stückpreis, der passt leider noch nicht. Mit 0 Euro und 0 Cent, der wird tatsächlich noch minimal teurer werden. Und ihr könnt dann hier unten drunter über die Plus- und Minus-Taste könnt ihr die Stückzahl von den benötigten Steinen gerne anpassen. Ihr könnt natürlich auch direkt ins Feld reinschreiben, wie viele Elemente ihr braucht und könnt sie über Hinzufügen zu euren Warenkorb hinzufügen. Natürlich werden wir auch die Möglichkeit für einen Teilelisten-Upload bieten, indem ihr dann komplette Bauanleitungen oder Wunschlisten von Elementen einfach und unkompliziert hochladen könnt. Falls ihr noch weitere Fragen rund um Produktfotografie habt, haut diese gerne unten in die Kommentare. Ansonsten geht es hier noch zu einem Video von letzter Woche mit noch mehr bedruckten Teilen und ich bedanke mich für eure Zeit, wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.